Heute nehme ich euch mit von Winter bis Winter durchs Gartenjahr 2021. Ich zeige euch, was hinter den Kulissen alles so los war. Der Winter neigt sich dem Ende zu. Wir machen einige Experimente. Das ist der ganze Dreck, der da drin ist. Siehst du das? Und bald zeigen sich die ersten Krokusse. Die beste Zeit, um Feuerholz vorzubereiten und die Nistkästen zu reparieren. Diese Reparatur werde ich auch noch als Extra-Video zeigen. Freut euch drauf und lasst gerne ein Abo da. Auf dem Bienenbeet zeigen sich die ersten Frühblüher und die Vöglein sind schon voll auf Partnersuche. Im März beginnen wir, die Komposthaufen durchzuwerfen, um genug Erde für die Tomaten zu bekommen. Da hilft jeder mit. Mit dieser Erde werden die großen Kästen für die Tomaten gefüllt. Der sieht toll aus, ne? Weiß vielleicht jemand von euch, wer das ist? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Die meisten meiner Blumenfotos findet ihr übrigens übers Jahr verteilt auf Instagram. Den Link zum Profil findet ihr unten in der Beschreibung. Die anderen Komposthaufen werden auch umgesetzt. Dabei findet man allerhand komische Sachen. Das ist die Schale von der Nektarine, glaube ich hier, Kern. Und da hat dieser Kern hier angefangen, im Komposthaufen zu keimen. Ganz ernsthaft, manchmal frage ich mich schon, was hier alles im Komposthaufen landet. Seht ihr das? Das sind alte Kochlöffel. Die langgesuchte Gartenschere ist wieder aufgetaucht, die war im Kompost verschwunden. Ob wir die noch wieder hinkriegen? Mal schauen. So, jetzt ist der hier fertig. Und da kommt der nächste dran. Nach 1,5 Jahren öffnen wir den selbstgebauten Komposthaufen. Also von innen sieht es noch sehr gut aus. Wie hat der sich wohl gehalten? Das alles erzähle ich euch in einem Extra-Video zum Komposthaufen. Die zweite Schraube ließ sich jetzt auch noch lösen. Zwischendurch gab es spannende Waldspaziergänge und Begegnungen mit wilden Tieren. Jetzt komme ich auf den Neuen. Ende Mai wurde der Rhabarber geerntet und verarbeitet. Und hier neben der Azalie hatten wir die Himbeeren angebaut, aber davon sind einige nicht gekommen. Zum Beispiel hier. Die haben nicht wieder ausgetrieben und die werden wir jetzt wieder rausgraben.
Damit wird die Hecke hier auch ein bisschen lichter. Wir schauen mal, was die im Sommer alles so an Beeren bringt. Und direkt daneben befindet sich auch schon der Wein. Und wenn ihr die Videos davon noch nicht gesehen habt, wie ich den Wein schneide, dann schaut auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch die anderen Videos verlinkt. Präzise Rasenmähen und alle Blümchen stehen lassen? Kann ich. Der Komposthaufen hier ist jetzt übrigens wieder komplett leer. Und wir sehen, es ist absolut in einem Top-Zustand. Als wäre da nie Erde drin gewesen. Dabei war der 1,5 Jahre voll mit Erde. Also hier verrottet gar nichts, wenn man das ordentlich mit Wetterschutzfarbe einstreicht. Und jetzt haben wir hier die Chance genutzt und haben hier Blumenkästen angebracht, damit das Ganze noch ein bisschen grün ist. So geht der Stiefelknecht. Aha. Im Mai begann der Wein zu treiben. Die Johannisbeeren sind schon zu sehen. Am unfertigen Bachlauf beginnen die Kartoffeln zu wachsen. Das ist das Bienenbeet. Wie ich das angelegt habe, seht ihr in einem anderen Video. Teil 1 habe ich euch oben verlinkt. Leider wusste ich damals noch nicht, wie man Insektenhotels wirklich baut und habe fast alles falsch gemacht. Dazu werde ich aber in dem Video zum Bau des Insektenhotels noch mehr erzählen. Und die seht ihr demnächst. Generell gehen am besten die Holzstücken. Den anderen Kram, das ist jetzt mehr so Füllmasse. Das ist eigentlich sinnlos für so ein Insektenhotel. Das bringt gar nichts. Viele meiner Aufnahmen habe ich euch letztes Jahr bei unserem Sommergartenrundgang schon gezeigt. Das sind so hübsche Blüten. Super schön. Hier hinten sind sogar noch ein paar Kürbisse gepflanzt worden. Das Video über das Erntejahr 2021 kam letzte Woche raus und ist oben und in der Beschreibung verlinkt. Und ein Salatkopf ist noch drin. Auch das Video zum Hochbeetbau habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Dieser atemberaubende Duft, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist irre. Und der Wein hat üppigst getrieben hier. Wahnsinn. Kann hier auch nicht wirklich arbeiten, ne? Eigentlich ist es viel zu heiß hier. Und außerdem wachsen hier ja schon die Kartoffeln und die Kürbisse und da ist ja eigentlich gar kein Platz, um jetzt hier zu arbeiten. Ich suche nach Ausreden, man merkt das. Aber guckt mal, wie der Wein aussieht. Tja, ich habe ihn gerade geschnitten. Wow, so tolle große Tomaten. Schaut mal, wie groß meine Tomaten hier sind. Anfang Juli beginnt die Erntezeit. Oh, sind die groß. Ende Juli habe ich den Rosenbogen geschnitten. Der Sommer erfreute uns mit einer riesigen Sonnenblume und bunten Blumenbeeten.
Manchmal müssen liebgewonnene Freunde wegen Krankheiten weichen. Die gesamte Story gibt's natürlich noch als Extra-Video. Wenn ihr bei mir ein kostenloses Abo dalasst, würde ich mich riesig freuen. Und in jedem Ende wohnt ein Neuanfang inne. Das Hochbeet habe ich 2020 aus alten Dielen gebaut und angemalt. Schaut euch die beiden Videos unbedingt an, ich habe sie in der Beschreibung verlinkt. Es wurde langsam Herbst. Nach der Ernte gestaltete ich das Hochbeet etwas um und pflanzte Pfefferminztee hinein. Währenddessen wird hier im Haus fleißig Apfelsaft bereitet. Wenn euch interessiert, wie man Apfelsaft macht, Dann verlinke ich euch oben und in der Beschreibung mein Video vom gesamten Apfelsaftprozess. und hier wird ein neues Regal gebaut. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Regal baut, schaut euch doch einfach mal das Video an, was ich hier oben verlinkt habe. Eins fehlt noch, ne? Sonst haben wir alle anderen schon gebaut hier hinten. Und so sehen dann die fertigen Regale aus. Hier kommt das letzte Regal hin. Ganz runter zu dem Holz. Ja. Und zu Hause geht's dann mit der Saftherstellung weiter, weil wir auflesen, was andere liegen lassen. Weil schon viele gefragt haben, wo ich immer die ganzen DDR-Produkte herhole. Hier. Und Ignaz erwischte den Wald eiskalt. Das Video kennt ihr ja bereits. Den hat's komplett abgeknickt hier. Also das hat's hier schon ziemlich entschärft. Da hinten geht's aber noch. Für den Winter hatte ich mir ein Bastelprojekt aus Efeuholz ausgedacht. Auch dazu ist ein extra Video in Planung. Und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Es ist Dezember. Der Garten ist in seiner wohlverdienten Winterruhe und sammelt Kraft für 2022. Wenn ihr alle angeteaserten Projekte und das nächste Gartenjahr mit uns nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Ich freue mich über jeden, der uns bei unseren Projekten begleitet. Und damit sage ich Ciao, bis zum nächsten Video.